Ich bin gerade in der Stadt und als erstes hole ich mir etwas zu trinken. Ich habe die Kapuze auf, weil es ein bisschen nieselt. Ich tippe auf den Bildschirm. Soll ich es hier trinken oder mitnehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich tippe auf zum Mitnehmen. Jetzt sieht man die Menüauswahl und ich tippe auf Matcha. Es gibt so viele leckere Getränke. Ich scrolle nach unten und wieder nach oben. Ich wähle den eisgekühlten Ube Matcha Latte. Ich möchte Mandelmilch. Das kostet ein paar Pence extra. Man kann auch sagen, es ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ich füge das Getränk meiner Bestellung hinzu. Ich bestätige, dass ich keine Allergien habe. Ich bin nicht allergisch. Ich gebe meinen Namen ein. S-A-R-A. Ich tippe auf den Pfeil. Nach dem Bezahlen warte ich an der Theke, bis sie meinen Namen aufrufen. Ich nehme den Strohhalm und das Getränk. Das Wetter ist nicht so schlecht, also setze ich mich draußen auf eine Bank. Ich entferne den Deckel und rühre das Getränk um. Ich nehme einen Schluck und es schmeckt sehr gut. Hier steht: Unterstützen Sie lokale Künstler. Ich habe in diesem Geschäft eine Chilisauce gekauft. Oh, alles sieht so lecker aus. Schaut mal, wie toll das ist. Sie verkaufen kleine Kürbisse, sie sehen sehr niedlich aus. Jetzt habe ich Hunger. Dieses Mal esse ich hier. Ich wähle diesen vegetarischen Burger. Ich möchte nur den Burger, ohne Getränk oder Beilage. Ich tippe mehrmals auf den Burger, aber es funktioniert nicht. Oh je, jetzt habe ich 9 Burger im Warenkorb. Ich entferne alle Burger, die ich nicht möchte. Ich tippe auf Mehr bestellen. Mein Partner hat diesen Burger gewählt, ohne Beilagen. Ich tippe auf Burger anpassen. Hier kann man Zutaten entfernen oder hinzufügen. Mein Partner will nichts ändern, also bestellen wir alles so, wie es ist. Ich nehme ein Schild mit der Tischnummer und gebe die Nummer hier ein. Mit dieser Nummer wissen die Kellner, wohin sie das Essen bringen sollen. Ich nehme die Quittung und setze mich an einen Tisch. Ich entferne die Verpackung und beiße in meinen Burger. Das sind meine Lieblings-Fastfood-Ketten. An erster Stelle steht Shake Shack, an zweiter Stelle kommt Popeyes und an dritter Stelle Leon. Am Nachmittag habe ich ein Mops-Café besucht. Dort gibt es viele Möpse, mit denen man Zeit verbringen kann. Die Menschen streicheln diesen süßen Hund.
Ich habe einen Cappuccino bestellt. Das ist ein Cappuccino speziell für Hunde. Mein Partner bezahlt mit seinem Handy. Ich füttere die Hunde und sie freuen sich sehr. Sie schlecken alles ab. Ich versuche jedem Hund ein bisschen Cappuccino zu geben, aber es gibt sehr viele Hunde und das ist nicht so einfach. Jetzt schlecken sie sogar meine Hand ab. Der Becher ist fast leer, deshalb sind die meisten Hunde schon weggegangen. Nur noch diese 2 Hunde bleiben bei mir. Das war's. Wie ihr vielleicht gesehen habt, tragen einige Hunde ein Halstuch. Das bedeutet, dass man sie adoptieren kann. Der Mann wischt den Boden und einige Hunde folgen ihm. Alle Hunde sind wirklich sehr aufgedreht. Aufgedreht bedeutet, dass jemand voller Energie ist. Wenn man aufgedreht ist, kann man nicht ruhig sitzen bleiben. Die Hunde laufen herum, bellen und spielen. Wir sind im Herbst und viele Blätter liegen auf dem Boden. Ich öffne den Kühlschrank und nehme eine Rübe heraus. Dann schließe ich den Kühlschrank. Ich erzähle euch jetzt von einer wichtigen Schweizer Tradition, die im Herbst stattfindet. Ich schneide den oberen Teil der Rübe ab. Jetzt haben wir einen Deckel. Das ist der Deckel, der obere Teil der Rübe. Und das ist der untere Teil. Ich höhle die Rübe mit einem Teelöffel aus. Das ist nicht so einfach, also versuche ich es mit einem Messer. Rein in den Teller damit. Die Rübe ist ausgehöhlt. Ich schneide jetzt mit einem spitzen Messer Muster hinein. Dann steche ich an den Seiten ein paar Löcher, um eine Schnur hindurchzuziehen. Ich hole meine Schnur. Hier ist meine Schnur. Ich muss sie zuerst entknoten. Ich habe die Schnur hindurchgezogen und ich mache das gleiche mit dem Deckel. So sieht die fertige Laterne aus. Ich nehme ein Teelicht und lege es in die Rübe. Dann zünde ich es mit einem Feuerzeug an. Die Laterne leuchtet. Diese Laterne heißt auf Schweizerdeutsch Räbelichtli. Auf Hochdeutsch ist das Rübenlichtlein. Es ist wichtig zu verstehen, dass das nichts mit Halloween zu tun hat. Es ist eine alte Schweizer Tradition. Kinder basteln die Laternen entweder zusammen mit ihren Eltern oder in der Schule.
und das macht man normalerweise im November. Im Mittelalter waren die Rüben ein sehr wichtiges Gemüse, ungefähr so bedeutend wie die Kartoffel heutzutage. Nach der letzten Rübenernte im Herbst feierten die Menschen das Ende der Erntezeit. Aus den übrig gebliebenen Rüben schnitzten die Kinder kleine Räbelichtli, um ihre Dankbarkeit für die Ernte zu zeigen. Die Schulen organisieren einen Umzug. Ein Umzug ist, wenn viele Menschen zusammen durch die Straßen gehen. Sie machen das, weil sie etwas feiern wollen. Am Abend des Umzugs versammeln sich Kinder, Eltern und Lehrer, um zusammen durch das Dorf zu gehen. Die Kinder tragen ihre Räbelichtli und singen traditionelle Lieder. Zum Schluss trinken alle zusammen Tee, um sich aufzuwärmen. Ich bearbeite gerade dieses Video und es gibt noch ein paar Dinge, die ich erwähnen möchte. Erwähnen bedeutet, dass man kurz über etwas sprechen möchte. Wenn man bei Google Räbelichtli eingibt, findet man viele interessante Bilder. Mein Räbelichtli ist nicht besonders schön und auch ziemlich klein. Normalerweise sind die Räbelichtli ungefähr so groß wie auf diesem Bild. In Großbritannien ist es aber nicht so einfach, große Rüben zu finden. Viele Kinder verzieren ihre Räbelichtli wirklich sehr kreativ. Und so sieht ein Umzug aus. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen tollen Herbst. Bis bald!